Zoff in der Regierung. Kommt das soziale Klimageld oder doch eher eine Steuerreform? Der Streit in der Ampelkoalition reißt nicht ab. Der Streit um die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine ist noch nicht genug. Jetzt zoffen sich SPD, FDP und die Grünen auch noch über das Klimageld. Also Harmonie sieht anders aus. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin selbst Rentnerin und berichte über aktuelle Themen hier zu Steuern und Renten. Bevor ich jetzt zum Inhalt des heutigen Videos komme, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr euch hier unter diesem Video einen kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner, sichern könnt. Kann der Minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, das Klimageld durchsetzen? Das Klimageld ist als Ausgleichsgeld Teil des Koalitionsvertrages laut Minister Hubertus Heil. Finanzminister Christian Lindner streitet das ab und sagt, es stehe nicht im Koalitionsvertrag. Sollten die Politiker nicht eigentlich den Inhalt des Koalitionsvertrages kennen? Warum also dieser Streit nun? Also, dass die Rentner, Studierenden und Auszubildenden von der Energiepreispauschale ausgeschlossen wurden, darüber habe ich ja bereits berichtet und euch auch aufgefordert, an den Bundestagsabgeordneten eures Wahlkreises zu schreiben. Der eine oder andere von euch mag das vielleicht auch gemacht haben. Also viele haben jedenfalls davon Gebrauch gemacht und anscheinend sich dadurch auch Gehör verschafft. Denn am 28.05.2022 hat Arbeitsminister Hubertus Heil verkündet, dass alle mit unterem und mittlerem Einkommen als Ausgleich ein Klimageld erhalten sollen. Nun gibt es Streit in der Bundesregierung, also die Verarsche hört einfach nicht auf. Merken die Politiker in Deutschland überhaupt noch was? Es ist einfach ja nur unverschämt und eine Frechheit ohnegleichen, was hier so abgeht. Das Problem steigender Preise ist durch eine vorübergehende Entlastung noch nicht gelöst, also lange nicht gelöst. Aber der Reihe nach. Höhere Preise für Energie und Lebensmittel sorgen für eine steigende Inflation. Das ist nun mal so und nicht von der Hand zu wischen. Eine finanzielle Mehrbelastung der Verbraucher ist nicht zu übersehen und macht vielen auch schwer zu schaffen, vor allem vielen Rentnern und natürlich auch Alleinerziehenden. Ein Leistungspaket der Bundesregierung soll für Entlastung sorgen. 17 Milliarden Euro wird die Bundesregierung für das 9-Euro-Ticket, die Energiepauschale und Co. ausgeben. Bundesminister Hubertus Heil ist das aber nicht genug. Er plant die schnelle Einführung eines sozialen Klimageldes für untere und mittlere Einkommen, um so eine finanzielle Entlastung als Ausgleich für die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise zu gewährleisten. Dazu zählen dieses Mal auch die Rentner, Studierende, Empfänger von Lohnersatzleistungen und Auszubildende. Die Vorstellungen von Hubertus Heil, die sind so, dass die Zahlung des Klimageldes zum 1. Januar 2023 umgesetzt werden soll und einmal jährlich zur Auszahlung kommt. Innerhalb der Koalition stößt das soziale Klimageld auf Widerstand. Finanzminister Lindner bezeichnet den Vorschlag als sehr bürokratisch. Deshalb schlägt er vor, für das Jahr 2023 eine Reform der Lohn- und Einkommensteuer. Damit sollen kleine und mittlere Einkommen entlastet werden, so Lindner. Für das neue Entlastungspaket sollen 30 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Ja, Spitzenverdiener erhalten nun zum 1. September 2022 die Energiepauschale, während 21 Millionen Rentner, Studenten, Arbeitslose und weitere Personen, die nicht zur Mitte der Gesellschaft gehören, ausgeschlossen werden. Minister Hubertus Heil von der SPD plant deshalb die Einführung
eines sozialen Klimageldes für Menschen mit einem monatlichen Bruttoeinkommen unter 4.000 Euro beziehungsweise bei Verheirateten unter 8.000 Euro, um geringere und mittlere Einkommen von den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen zu entlasten. Die SPD möchte daher das geplante Klimageld je nach Einkommen an die Bürger ausschütten. Besserverdiener ab 4.000 Euro Bruttolohn sollen nichts bekommen. Je geringer das Einkommen, desto härter treffen einen die explodierenden Preise. Die hohen Preise machen wirklich vielen Menschen mit normalen Einkommen zu schaffen. Also Ziel des Klimageldes ist es eigentlich, dass die Bürger weniger CO2 verbrauchen, denn finanziert wird das Klimageld über die CO2-Abgabe, die alle zahlen. Jeder Bürger mit unterem oder mittleren Einkommen sollte eigentlich rund 130 Euro Klimageld im Jahr bekommen. Also ein genauer Betrag steht doch nicht fest, so 130 bis 150 Euro. 130 Euro im Jahr, liebe Zuschauer, das ist echt die volle Verarsche. Die Politiker, die erhöhen sich ihre Diäten um 300 Euro im Monat und speisen das Fußvolk mit 130 Euro im Jahr ab. Also realitätsfremder geht es kaum noch. Ja, wer also wenig verbraucht, hat wenig CO2-Abgabe bezahlt und bekommt trotzdem diese 130 Euro als Ansporn zum Energiesparen. Also nach dem Vorschlag von Hubertus Heil soll das Klimageld für mehr Gerechtigkeit sorgen. Ob das wirklich so wäre, kann ich nicht beurteilen. Es sollen die belohnt werden, die wenig mit dem Auto fahren, wenig fliegen, weniger Fleisch essen und so weiter und überhaupt weniger Energie verbrauchen. Und Wirtschaftsminister Habeck machte dazu ja schon den Vorschlag, dass sich jeder Vorhänge an die Fenster hängen soll. Das mache ungefähr 1 Grad Zimmertemperatur aus. Arbeitsminister Heil stößt mit seinem Klimageld da auf Gegenwind. Durch den Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Also der will das nicht. Das sogenannte soziale Klimageld soll als pauschaler Ausgleich für die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten dienen. Alle Menschen, die als Alleinstehende ein Einkommen bis 4.000 Euro oder als Familie bis 8.000 Euro monatlich haben, werden davon eben profitieren. Also auch Rentner, Studenten, Arbeitslose, Empfänger von Lohnersatzleistungen, Lohn- und Gehaltsempfänger. Es soll eine gestaffelte Zahlung, also eine gestaffelte Höhe des sogenannten Klimageldes geben. Grundsätzlich ist das ein guter Vorschlag und ich denke, dass das aufgrund der Massenproteste der Rentner, die von der Energiepreispauschale von 300 Euro ausgeschlossen wurden, so vorgeschlagen wurde. Wahrscheinlich hat man seitens der Regierung im Nachhinein eingesehen, dass die Sache mit der Energiepreispauschale nicht so sozial gerecht ist, so eigentlich total daneben. Hubertus Heil fordert auch bis zu 50 Euro mehr Grundsicherung im Monat. Auch dafür bekam Hubertus Heil Gegenwind. Er hat seine Vorschläge nicht mit der Koalition abgestimmt, heißt es. Wobei die Grundsicherung im Gegensatz zum Klimageld aus Steuergeldern finanziert wird. Die Regierung verteilt Milliarden Euro im Ausland, kümmert sich aber nicht um die eigenen Bürgerinnen und Bürger. Ich denke, dass sich in naher Zukunft auch nicht ändern wird. Da wird sich nichts tun. Warten wir ab, also wie sich das mit dem Klimageld entwickelt und ob Finanzminister Lindner im Jahr 2023 wirklich eine Reform der Lohn- und Einkommensteuer zugunsten der niedrigen und mittleren Einkommen durchführt. Ich halte euch auf dem Laufenden, meine lieben Zuschauer. Anregungen und Fragen schreibt bitte wie immer unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, Jutta Martin.